Heute gibt's kein Intro. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute gibt's mal wieder eine extra leckere Portion Grammatik. Und zwar lernst du alles über das Thema Subjekt. Das Subjekt ist der Hauptdarsteller im Satz, quasi der Brad Pitt oder Johnny Depp eines Satzes. Hier direkt ein paar Beispiele. Johnny arbeitet. Der Schauspieler Johnny Depp arbeitet. Der auf der ganzen Welt bekannte Schauspieler Johnny Depp hat gearbeitet. Der amerikanische Schauspieler Johnny Depp, der einen spektakulären Gerichtsprozess hatte, hat arbeiten müssen. Was fällt dir auf? Im letzten Video habe ich dir erklärt, was Prädikate sind, also die Verben in einem Satz. Danach schaust du zuerst, denn das Subjekt und das Prädikat gehören zusammen wie Salz und Pfeffer. Warum? Das Subjekt ist die Person oder Sache, die die Aktion oder den Zustand im Satz ausführt, und das ist das Verb bzw. das Prädikat, also Subjekt, Prädikat. Damit du dieses und andere Themen gut üben kannst, habe ich dir ein gratis Lernpaket gemacht. Du kannst es dir über den Link unter diesem Video herunterladen. Also, im ersten Satz ist das noch ganz einfach. Prädikat, also Verb, arbeitet. Nun kommt die Frage, die du für das Subjekt immer stellst und keine andere Frage. Wer oder was arbeitet? Johnny. Johnny ist das Subjekt. Und da er ein Mensch ist, fragt man wer. Für alles andere fragst du was. Ein Subjekt muss kein Mensch sein, es kann alles Mögliche sein, ein Film, ein Land, eine Maschine etc. Zweiter Satz, gleiches Spiel. Prädikat, arbeitet. Wer oder was arbeitet? Der Schauspieler Johnny Depp. Du siehst, das Subjekt besteht jetzt nicht mehr nur aus einem Wort, sondern aus 4 Wörtern. Übrigens, das Subjekt steht immer im Nominativ. Das ist die normale Form der Artikel. Der, die, das oder ein und eine. Dazu sage ich aber später mehr. Es geht aber noch länger. Schau dir mal Satz 3 an. Prädikat hat gearbeitet. Dieses Mal sind es 2 Verben, aber es ist ein Prädikat. Wer oder was hat gearbeitet? Der auf der ganzen Welt bekannte Schauspieler Johnny Depp. Nun hat das Subjekt sogar 9 Wörter. Wow! Nochmal zum Thema Nominativ. Der bekannte Schauspieler Johnny Depp. Das ist die zentrale Information dieses Subjekts. Der Artikel und das Adjektiv stehen im Nominativ. Aber Achtung! In diesem Subjekt findest du eine Information über einen Ort, nämlich auf der ganzen Welt. Und weil diese Information mit der Präposition auf beginnt und auf die Frage wo antwortet, heißt es nicht auf die ganze Welt, sondern wir brauchen den Dativ auf der ganzen Welt. Keine Panik, das lernst du mit weiteren Beispielen. Machen wir mal weiter mit Satz 4. Hier wird es noch etwas komplexer. Prädikat, es gibt jetzt einen Hauptsatz und einen Nebensatz und jeder hat ein Prädikat, das ist normal. Das Prädikat im Hauptsatz besteht aus 3 Verben. Der amerikanische Schauspieler Johnny Depp hat arbeiten müssen. Und der Nebensatz? Der einen spektakulären Gerichtsprozess hatte. Das ist ein Relativsatz, denn er gibt mehr Information über Johnny Depp. Er beginnt mit dem Relativpronomen der und endet mit dem Verb hatte. Also, wer oder was hatte einen spektakulären Gerichtsprozess? Der amerikanische Schauspieler Johnny Depp. Und jetzt Achtung, denn wir brauchen das Prädikat im Hauptsatz und das ist ja
hat arbeiten müssen. Wer oder was hat arbeiten müssen? Der amerikanische Schauspieler Johnny Depp, der einen spektakulären Gerichtsprozess hatte. Das ganze Ding ist das Subjekt, kein Scherz. Und sowas musst du wissen, damit du vor allem lange Sätze gut verstehen kannst. Und das Gute ist, das System ist immer wieder gleich. Jedes Subjekt hat einen Kopf, das ist normalerweise das wichtigste Nomen in der Phrase, das man unbedingt braucht. Alles andere ist Information, die man geben kann, aber nicht muss. Schauen wir uns das Ganze mal in der Satzbautabelle an, dann wird dir direkt klar, warum ein Subjekt so lang sein kann. Fällt dir auf, dass das Verb bzw. Prädikat in diesen Beispielen immer direkt hinter dem Subjekt steht? Der Grund dafür ist, dass vorne immer nur eine Information steht, also entweder ein Subjekt, ein Objekt oder ein Adverbial, egal wie lang diese Informationen sind. An dieser Tabelle kannst du erkennen, was zum Subjekt gehört, nämlich alles vor dem Verb links. Achtung, das Subjekt kann nicht nur ganz vorne im Satz stehen, sondern auch in der Mitte. Schau mal hier. Hatte der amerikanische Schauspieler Johnny Depp einen Gerichtsprozess? Momentan läuft der neue Film von Johnny Depp in den Kinos. Die neue Serie mit Johnny Depp produziert eine amerikanische Filmagentur. Hier musst du aufpassen, denn das Subjekt ist nicht der vordere Teil. Deshalb schau immer zuerst nach dem Prädikat und frag dann, wer oder was. Das Prädikat ist produziert. Wer produziert etwas? Die Serie oder eine Filmagentur? Es ist natürlich eine amerikanische Filmagentur. Kommen wir mal zu einer weiteren Besonderheit des Subjekts. Schau dir diese Beispiele an. Johnny Depp ist ein amerikanischer Schauspieler. Mein bester Freund wird ein erfolgreicher Anwalt. Mein Auto bleibt mein Leben lang mein teuerster Besitz. Was fällt dir auf? Schau dir die 3 Beispiele mal in Ruhe an. Schau auf die Prädikate, stelle die Frage, wer oder was macht etwas? Welche sind die Subjekte? In Satz 1, wer oder was ist ein amerikanischer Schauspieler? Johnny Depp. Und wer oder was ist Johnny Depp? Ein amerikanischer Schauspieler. Beide Teile gehören zum Subjekt, denn sie sind identisch. Johnny Depp ist der Schauspieler. Und aus diesem Grund stehen beide Teile im Nominativ. Das ist ein bisschen wie Mathematik, oder? Im nächsten Beispiel ist das genau gleich. Mein bester Freund ist der Anwalt, nur in der Zukunft, daher das Verb werden. Und bei Satz 3 ist es auch so, mein Auto ist mein teuerster Besitz. Das Verb bleiben bedeutet ja quasi sein, nur bis zu einem Endpunkt. Ist das ungefähr klar? Diese 3 Verben heißen Copula-Verben, denn sie verbinden die 2 Teile des Subjekts. Für alle Germanisten, das heißt Prädikativ. Für Deutschlerner ist dieses komplizierte Wort aber total egal. Nun schauen wir uns noch komplexe Sätze an, denn Subjekte können noch ganz andere Formen haben. Dass es im Winter kalt wird, ist in Deutschland normal. Frage, wer oder was ist in Deutschland normal? Dass es im Winter kalt wird. Ob es dieses Jahr nochmal schneit, ist nicht sicher. Frage, wer oder was ist nicht sicher? Ob es dieses Jahr nochmal schneit. Wer fleißig lernt, wird große Fortschritte machen. Frage, wer oder was wird große Fortschritte machen? Wer fleißig lernt. Es ist noch nicht klar, wann die Prüfung stattfindet. Frage, wer oder was ist noch nicht klar? Wann die Prüfung stattfindet.
Das ist noch nicht klar. Für mich ist es einfach, deutsche Grammatikregeln zu erklären. Frage: Wer oder was ist für mich einfach? Deutsche Grammatikregeln zu erklären. Das ist für mich einfach. Du siehst, Subjekte können in vielen verschiedenen Formen im Satz auftreten. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, immer erst nach dem Prädikat zu suchen und dann Fragen zu stellen. Denn wer fragt, bekommt in der Regel auch eine Antwort. Und Grammatik ist viel logischer, wenn man Fragen stellt. Und daher noch eine letzte Frage zum Abschluss. Gibt es Sätze ohne Subjekt? Ja, die gibt es, aber nur sehr wenige. Schau mal hier. Wartet nicht auf mich. Komm nicht so spät nach Hause. Das sind Imperative. Die haben meistens kein Subjekt, denn das ist schon in der Bedeutung des Verbs. Man könnte sagen, wartet ihr nicht auf mich oder komm du nicht so spät nach Hause. Aber das ist nicht nötig und es klingt oft komisch. Dann gibt es noch manche Passivsätze ohne Subjekt. Monatelang wurde auf der ganzen Welt über den Gerichtsprozess von Johnny Depp gesprochen. Falls du dir nicht sicher bist, aus welchen Teilen dieser Satz besteht, keine Angst, ich bin für dich da. Was suchen wir zuerst? Das Prädikat. Wurde gesprochen. Das ist ein Passiv. Worüber wurde gesprochen? Über den Gerichtsprozess von Johnny Depp. Das ist ein Präpositionalobjekt, denn es kommt von sprechen über. Wo wurde über den Prozess gesprochen? Auf der ganzen Welt. Das ist ein Adverbial des Ortes, ein sogenanntes Lokaladverbial. Und dann bleibt nur noch eine Information. Wie lange wurde über den Prozess gesprochen? Monatelang. Das ist ein Adverbial der Zeit, auch Temporaladverbial genannt. Ach ja, Grammatik, immer wieder schön, oder? Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, du konntest etwas lernen. Hol dir noch deine gratis Lernmaterialien über den Link unter diesem Video und schreib mir gerne einen Kommentar, wie dir das Video gefallen hat und welche Themen du dir als nächstes wünschst. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.